Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Togo Reisemobile hier aus unserem Togo YouTube Studio im wunderschönen Stove direkt an der Elbe. Wie in dem ersten Video angekündigt, wollen wir euch mit diesen Videos ja immer mal wieder neue Dinge zeigen von Fahrzeugen, die wir nicht auf dem Hof haben, die aber auch absehbar nicht da sind. Und eins dieser Fahrzeuge, die dafür eben in Frage kommen, ist der Lastrada Nova M. Ein Fahrzeug, was noch nicht so lange auf dem Markt ist, letztes Jahr in Düsseldorf das erste Mal vorgestellt wurde und eigentlich auf der CMT hätte von uns gefilmt werden sollen. Dann kennen wir alle die Geschichte des letzten Jahres. Messen haben nicht richtig stattgefunden, Reisen nicht so einfach gewesen. Dadurch haben wir dann keinen Nova gesehen und ihn für euch noch nicht im Detail gefilmt. Jetzt hat Lastrada sich aber die Mühe gemacht, ein kleines Video zu dem Fahrzeug zu machen. Und das wollen wir euch nicht vorenthalten. Das ist für euch auch auf YouTube zu finden, wenn ihr das ohne meinen Text zwischendurch euch angucken wollt. In der Videobeschreibung blenden wir euch einfach den Link zu dem Video mit ein, wo ihr auch nochmal schauen könnt. Das ist hier ein Video. Wir haben, gucken wir uns das mal an, wir haben 22.688 Aufrufe am 2.9. letzten Jahres veröffentlicht. Das heißt, fürs Modelljahr 21 steht ja auch in der Videobeschreibung mit dabei. Und wir gucken uns jetzt einfach mal an, was der Lastrada Nova M vom Modelljahr 2022 so macht und wie Lastrada sich das vorstellt. Das Video habe ich einmal ganz kurz letzten Herbst gesehen. Ich habe ehrlicherweise selber auch den Nova M noch nicht in Natura gesehen. Bin da sehr gespannt drauf. Chris und ich werden sicher im Laufe des Jahres eine Möglichkeit für euch finden, den Wagen im letzten Detail zu zeigen. Ab geht's. Lastrada Nova M Modelljahr 2021. So. Top-Design kennzeichnet die Spitzenbaureihe von Lastrada. Der Nova EB erhielt für sein gelungenes Außendesign den Red Dot Design Award 2020. Im gleichen Kleid, nur kürzer, präsentiert sich auch das Schwestermodell Nova M. Bei ihrer Premium-Baureihe setzen die Hessen aus Echzell auf die aufwendige und extrem langlebige GFK Monocoque-Bauweise. Eingepasste Markise. Stopp. Da stoppen wir das einfach mal. Für diejenigen, die sagen, das finde ich richtig cool, so wie das aussieht. Der Wagen, wie er da steht, das ist die Außenfarbe Cavansit Blau. Mal gucken, ob sie uns das hinterher noch verraten. Das Dekor ist automatisch so. Ihr seht das hier beim alten Nova war hier viel Folierung. Bei dem neuen Nova ist das hier, was Silber ist, bei diesem Fahrzeug lackiert. Das hier unten ist, soweit ich das weiß, und oben auch alles Folie. Ja, was man hier sieht, das ist ein Nova, also der Nova M baut immer auf dem auf dem Mercedes Sprinter mit auf. Der ist ungefähr 6,50 Meter lang, da werden wir die genauen Maße hoffentlich gleich noch erzählt bekommen. Wir verlinken euch auch unten in der Videobeschreibung nochmal die technischen Daten, beziehungsweise da findet ihr auch Maßen, Tankangaben und all sowas mit. Und der Wagen ist auch als Allrad hier gebaut. Das ist eins der wenigen Fahrzeuge, die als Allrad geliefert werden können. Und zusätzlich muss man sagen, ihr seht das ja hier, man kann so richtig cool bei dem Mercedes, wenn ich den mit Allrad bestelle, gewinnen wir halt extrem an Bodenfreiheit. Zusätzlich hat der Wagen jetzt die Option schwarze Stahlfelgen und die AT-Bereifung. Das gibt dem Ganzen noch ein bisschen martialerische Optik und ich finde, so wie der eben durchs Bild gefahren ist, von links nach rechts, von oben nach unten, definitiv ein super schickes Auto. Einziges Problem, lange Lieferzeiten, aber das haben wir ja immer wieder in unseren Videos thematisiert. Insgesamt einfach eine schöne Lösung. Vielleicht können wir an dieser Stelle auch gleich mal, weil bei solchen Videos, auch wenn wir uns anderer Leute Videos angucken, versuche ich euch mit Zusatzwissen zu versorgen. Ich habe gerade vor kurzem ein paar Informationen zum Modelljahr 2022 erhalten. Da kann man ganz klar sagen, es gibt viele Gerüchte um den Sprinter, dass es ihn nicht mehr in höher geben wird, dass da viele Dinge sich ändern. Das kann ich euch jetzt schon sagen, wird es ein bisschen anders werden, als viele andere sagen. Lasst euch überraschen, sobald es da offizielle Aussagen zu gibt, geben wir die gerne weiter. Wer sich heute schon für einen Regent S als Sprinter oder für Nova auf dem Mercedes interessiert, darf uns gerne anschreiben. Dann geben wir mein Wissen auch gerne weiter. Abgedunkelte Fenster und sogar lackierte Lüftungsgitter prägen den eleganten Aufbau. Ein großes Heckfenster lässt Licht und Luft in den Innenraum und schmiegt sich nahtlos an die Linienführung der GFK Monocoque-Kabine. Die Heckgarage öffnet per Knopfdruck und Push-to-Open-Verriegelung. Da muss ich an der Stelle gleich nochmal unterbrechen.
Das ist hier ein Vorserienmodell. Diese Push-to-Open-Funktionen werden die Fahrzeuge in der Serie in Zukunft nicht mehr haben, weil die elektrische Bedienung sich nicht als dauerhaft zuverlässig erwiesen hat. Wird es in Zukunft wieder auf ganz klassische Klappenverschlüsse geben. Das grifflose Design von Gaskasten und Toilettenklappe auf der anderen Seite bleibt aber erhalten. Also keine elektrische Entriegelung für die Heckklappen, sondern ganz klassische Klappen, die dafür zuverlässig an jedem Stellplatz funktionieren. Die Eingangstüre zum Wohnaufbau wurde gegenüber dem Vorgänger deutlich verbreitert. Im Inneren überzeugt der Nova M mit gediegenem Ambiente und hochwertiger Verarbeitung. Das stimmt auch bis heute genau so. Das, was ihr hier seht, ist Holzdekor Nuss mit matt weißen Fronten. Dazu gibt es unendlich viele Varianten. Wir verlinken euch einfach hier nochmal in der Ecke das Video vom Lastrada Avanti L. Da haben wir so ein bisschen aufgezeigt, welche Gestaltungsmöglichkeiten ihr bei Lastrada habt. Und das, was ihr hier seht, Ledercreme, Holzdekor Nuss, das ist das Serienholz beim Nova, abgesetzt mit den weißen Fronten, ist eine von unendlich vielen Varianten, die da zur Verfügung stehen. Das elegante Möbeldekor variiert mit Elementen in Milchglasoptik. Indirekte Beleuchtung sorgt für stimmungsvolles Licht. Da möchte ich auch nochmal, Entschuldigung, ich muss hier nochmal kurz unterbrechen, nochmal ein kleines Stückchen zurückgehen. Das hier oben, das Fenster an der Seite, ist für mich eine der echten Errungenschaften des neuen Novas. Beim alten Nova M, da war ich, als mein Sohn Theo noch jung war ich mit einem Nova unterwegs. Da gab es die Seitenfenster noch nicht. Und so großartig das Auto war bzw. ist, so sehr hat es mich dann doch gestört, mit nur dem Heki drüber zu leben. Und das muss man ganz klar sagen, das ist eine echte Weiterentwicklung, dass wir links und rechts die Fenster haben, die serienmäßig mit drin sind. Da hat man nämlich oben in dem Dachbett jetzt auch richtig Licht und Luft. Stimmungsvolles Licht. Gleich gegenüber der Eingangstüre liegt die L-Sitzgruppe. Der Nova M verfügt über 4 mit 3-Punktgurten gesicherte Sitzplätze, 2 davon auf der Sitzbank. Der Fensterplatz hat auch eine Isofix-Befestigung für Kindersitze mit Top-Tether. Die SKA... Eine Frage, die immer wieder kommt, was ist ein Top-Tether? Die modernen Kindersitze haben hinten einen dritten Befestigungspunkt. Also nicht nur die beiden Isofix-Punkte, die ihr unten reinschieben könnt, sondern auch die Lehne kann man oben irgendwie nochmal festmachen. Meine konnten das für die für die Sitze meiner Kinder ging das noch nicht, weil unsere Autos das auch nicht konnten. Aber da gibt es jetzt einfach einen dritten Befestigungspunkt, hat also auch was mit Kindersitzen zu tun. Das ist übrigens ein Klimakomfortsitz, den wir hier gerade im Bild sehen. Das könnt ihr an dem perforierten Leder erkennen. Dann hat er nicht nur Sitzheizung, die man bestellen kann, sondern gleichzeitig auch eine Belüftung, um im Sommer nochmal richtig schön für Abtransport von Wärme und Schweiß im Rücken- und Hinternbereich zu sorgen. Komfortsitze mit pneumatischer Lordosenstütze und Sitzheizung sind im Fahr- und Wohnbetrieb gleichermaßen bequem. Der Nova M hält gleich 3 Schlafplätze bereit. Das über dem Fahrerhaus angeordnete Hubbett bietet Platz für 2 und den gewohnt guten Schlafkomfort des Froli-Tellerfedersystems in den Abmessungen 2,5 Meter x 1,40 Meter. Und vielen Dank für diese konkreten Aussagen. Und das muss ich sagen, das Schlafen da ist wirklich sensationell gut. Und noch besser habe ich auf dem hinteren Bett geschlafen, da ist die Matratze noch mal dicker. Und gerade auch tagsüber war das einfach echt sowas hinlegen. Bei dem alten Nova ist das ja nicht wie ihr das hier, hier ist das ja ein großes quadratisches Fenster. Bei dem alten ging das ja noch viel mehr längs rüber. Das war einfach eine tolle Lösung. Oben die Dachhaube auf, hinten das Fenster auf und dann so ein bisschen eingemuckelt mit frischer Luft. Da liegen die besten Mittagspausen, die man mit einem Säugling machen kann. Erinnere ich mich sehr, sehr gern dran zurück. Für ein Mittagsschläfchen oder einen Gast ist das Heckbett sehr praktisch, ebenfalls mit der großzügigen Länge von 2,5 Meter bei 97 Zentimetern Breite. Vor dem Heckbett steht der Schrank, in dem Kleidung sowohl gefaltet als auch auf Kleiderbügeln Platz findet. Das gegenüberliegende Bad verfügt über Toilette, ein serienmäßiges Fenster und Schränke für Hygieneartikel. Ist das Waschbecken hochgeklappt, entsteht eine geräumige Dusche, die mit einer klappbaren Duschwand aus Kunststoff abgetrennt wird. Das zum Beispiel ist auch echt eine coole Lösung. Beim Nova M, das ist das gleiche wie beim Nova EB, habt ihr halt eine richtig große Nasszelle mit echter separater Dusche.
Und beim alten Nova war halt immer so ein kleines Eckwaschbecken mit drin. Das war manchmal ein bisschen blöd beim Duschen, beziehungsweise hat man immer das ganze Waschbecken alles mit nass gemacht. Jetzt bei den neuen Modellen ist das Waschbecken viel größer. Und wenn man das eben nicht mehr benutzen will, klappt man es einfach hoch und hat es dadurch auch nicht störend in dem Duschbereich mit drin. Und damit ist es insgesamt einfach eine richtig schöne Lösung. Und wenn man nicht duscht, klappt ihr einfach die Wand an die Seite. Und dann hat man eben mit Fenster, mit Dachhaube und mit der Toilette richtig schön viel Raum mit drin. Einer der wenigen Kastenwagen, wenn man dann den Nova einen Kastenwagen nennen kann, bei dem auch eine echte separate Dusche da ist. Lastrada-seitig hat das sonst nur noch der Avanti C als echte separate Dusche. Da ist die Nasszelle fast genauso wie hier. In der Mitte des Nova M steht die Küche mit dem zweiflammigen Herd mit Piezo-Zünder und stabiler gusseiserner Topfauflage. Gleich daneben die geräumige Spüle. Sehr nützlich ist die zusätzliche Arbeitsfläche, die sich unter dem Kleiderschrank herausziehen lässt. 2 Hängeschränke, ein offenes Regal, ein Besteckfach. Entschuldigung, dass ich ihn unterbreche. Hier muss man ganz klar sagen, diesen Kocher feiern wir ja in jedem Lastrada aufs Neue. Und das finde ich auch, das darf man sich hier nochmal ganz in Ruhe angucken. Wir haben ein großes Waschbecken, wir haben 2 große Gasflammen und eben nicht so ein Spielkram, wo man sagt, hier hast du 3 kleine Flammen, sondern 2 Flammen, auf denen man richtig was machen kann. Was man klar sagen muss bei so einem Auto, 6,50 Meter, große Sitzgruppe, breites Querbett hinten. Es bleibt im Küchenbereich nicht mehr so viel Raum. Da ist der Kühlschrank drin, daneben sind ein paar Schränke. Was ganz praktisch ist, ist hier an der Seite dieser Apothekerauszug. Da kriegt man echt viel unter. Und auch in den Schränken über der Küche bringt man viel unter. Aber es ist jetzt keine riesengroße Gourmetküche. 2 große Schubladen und Apothekerauszüge nehmen die Kochutensilien auf. Die Zutaten finden in einem 80 Liter Kühlschrank mit automatischer Energiewahl Platz. Guck mal, Zielgruppen, genau, da steht der Champagner in der Tür. Das ist doch eine Veuve Clicquot Flasche, wenn ich das richtig erkenne. Deswegen habe ich nicht auf Stopp gemacht. Eigentlich wollte ich nur sagen, alternativ könnt ihr hier auch einen Kompressorkühlschrank haben, also wie bei Lastrada üblich, wahlweise Gas- oder Dieselheizung, wahlweise Kompressor- oder Absauberkühlschrank. Und ich trinke auch gerne Bier, wenn ich im Auto unterwegs bin, also muss nicht immer der Champagner sein. Aber zu dem schicken San Pellegrino Wasser passt er bestimmt gut. Als Basis dient dem Nova M ein Mercedes Sprinter der neuesten Generation mit 163 oder 190 PS und Heckantrieb. Der optionale, zuschaltbare Allradantrieb macht die Landjacht zwar nicht gleich zum Expeditionsmobil, er gibt aber zusammen mit dem erhöhten Fahrwerk und den Geländereifen mehr Freiheit auch auf unbefestigten Pfaden. Und wir haben tatsächlich Kunden, die den auch wirklich zum Expeditionsmobil gemacht haben. Ich habe Kunden, die mit ihren Novas ganz Südamerika, ganz Nordamerika bereist haben. Und auch der Lastrada Möbelbau hat sich da mega gut bewährt. Ich habe auch Kunden, die mit einem ganz normalen Avanti XL, also Fiat Ducato Frontantrieb, beide, also Nord- und Südamerika, komplett befahren haben und auch von hier aus auf der Straße an die chinesische Mauer gefahren sind. Ich will einfach nur sagen, der Lastrada Möbelbau ist schon eine mega robuste Geschichte, so dass man schon sehr, sehr weit kommt, weiter als mit fast jedem anderen Wohnmobil. Mit 6,46 Meter Länge ist der Nova M recht kompakt. In puncto Design, Qualität und Wohnkomfort zeigt er aber wahre Größe. Eine Frage habe ich dazu. Sollen wir für unsere Videos auch mal so Fahraufnahmen machen? Wäre das für euch ein Mehrwert? Es macht bestimmt Spaß, mit der Drohne durch die Gegend zu fliegen und so ein Auto zu filmen. Wäre das was, wo ihr sagt, das wäre eine echte Bereicherung für unsere normalen Vorstellungsvideos? Oder sagt ihr, schön für so ein Werbevideo, brauchen wir aber nicht, haltet euch an die Fakten, das ist für uns viel wichtiger. Schreibt das doch mal bitte in die Kommentare. Das würde mich interessieren, ob das was ist, was unsere normalen Videos aufwerten würde. Und dann ist auch schon vorbei. Das ist der Lastrada Nova M aus dem Modelljahr 2021. Das ist halt ein Fahrzeug, das haben wir so jetzt noch nicht bei uns auf dem Channel gehabt. Von dem alten Wagen verlinken wir euch unten in der Videobeschreibung nochmal die Grundrisse. Oh, ich wollte nochmal so ein schönes Bild von außen. Na, da fährt er gerade durchs Bild. Zack. Einfach wirklich ein Schmuckstück auf deutschen Straßen und das ist wahrscheinlich der einzige Nachteil an einem Lastrada Nova ist, dass er wirklich
schicker ist als viele, viele andere Fahrzeuge und man doch regelmäßig darauf angesprochen wird. Ansonsten muss man sagen, der Nova mit seiner GFK-Karosserie, die hinten etwa so breit ist wie vorne, der Wagen mit angeklappten Spiegeln, ermöglicht halt ganz andere Grundrisse, die dort sonst auf dem Sprinter nicht möglich sind. Sobald wir einen hier haben, machen wir euch ein ausführliches Video, wo wir dann auch wirklich die Maße und alles nochmal genau checken und uns das im Detail anschauen. Bis dahin haben wir aber, glaube ich, mit diesem kurzen Einblick eine ganz gute Idee vom Lastrada Nova M bekommen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei allen weiteren Videos. Bis bald auf diesem Kanal. Alles Gute aus Stove und bleibt gesund.